hört. Also wir haben das Mikro an. Ich krieg mich gar nicht ein, das ist echt irre. Guckt mal hier. Wir haben ganz furchtbar viele Anfragen bekommen für Lissabon. Wir sollen doch bitte mehr Lissabon bringen. Und dem gehen wir natürlich sehr gerne nach. Und deswegen haben wir jetzt eine Sonderextra-Folge nur Lissabon für euch. Viel Spaß! Wir sind hier auf einem der zahlreichen Miradoros in Lissabon, auf dem Miradoro de Santa Lucia. Und das ist total schön. Das ist unser erster Miradoro, so jetzt in Lissabon. Und alles hier mit Azulejos, man guckt über die Dächer. Bisschen Fado im Hintergrund, traumhaft. Besonders eindrucksvoll ist eine Fahrt durch die Stadt mit der Straßenbahn. Diese Straßenbahnen sind natürlich touristisch auch recht beliebt, weil das sind tatsächlich noch alte historische Straßenbahnen und die fahren die Strecken einfach durch die schmalen Gassen, die engen Kurven, Berg hoch, Berg runter, und das ist tatsächlich sehr spannend. Und man bekommt ein ganz tolles Bild von der Stadt. Wir würden auf jeden Fall empfehlen, von einer der Endhaltestellen loszufahren, und wir sind die Strecke von einem zum anderen Ende gefahren und man kommt wirklich an ganz tollen Orten vorbei. Es empfiehlt sich auch, es nicht an einem Samstag zu machen und vielleicht nicht gerade, wenn ein Kreuzfahrer in der Stadt ist. Und dann ist das echt ein tolles Erlebnis. Etwas anderes Historisches in der Stadt, das ist ähnlich, aber keine Straßenbahn, sind die sogenannten Aufzüge. Also wir sind hier am Elevador da Lavra. Ja, Lavra. Hier in Lissabon geht es ja, wie man sieht, ziemlich viel steil hoch runter. Lissabon ist ja die Stadt auf 7 Hügeln. Und früher hat man eben diese Schrägbahnen gebaut, damit die Leute von unten nach oben kommen, einfach von unten nach oben kommen. Und das hier ist eine von den Strecken. Es gibt 3 berühmte, die auch unter Denkmalschutz stehen, so wie das hier auch. Und die hier, der Elevador da Lavra, ist halt, weil er ein bisschen außerhalb ist, nicht ganz so zentral wie die anderen, ist hier halt auch nicht so viel los. Also wenn jemand mal mit so einer Bahn fahren möchte, dann würde ich das hier empfehlen, weil hier ist es einfach ein bisschen entspannter als der Bica oder der Gloria. Also wir sind eben über die Brücke rübergefahren und ich weiß nicht, ob man mich hört. Also wir haben das Mikro an. Diese Brücke ist unfassbar laut, weil man fährt da über so Gitter drüber und das ist in Tag und Nacht ist das wirklich am Singen. Das ist Wahnsinn. Da ist die Christo-Statue, das ist so quasi das Gegenstück zu Rio de Janeiro. Ja, ist imposant. Könnte man hochgehen, ist aber heute einfach viel zu windig, macht gar keinen Sinn. Wir sind hier unterhalb der Tejo-Brücke und das ist ein total irre, total verlassener
Lost Place. Ich kriege mich gar nicht ein, das ist echt irre. Guckt mal hier. Haus des Geldes-Fans finden hier übrigens in Lissabon einige Drehorte. Dieses hier war unter anderem der Drehort einer ziemlich heißen Liebesszene zwischen Tokio und ich glaube ihrem Ex-Freund, oder war es sogar Rio, ich weiß es nicht mehr. Sintra ist wunderschön, das ist so, ich weiß gar nicht, so 40 Kilometer westlich von Lissabon Richtung Atlantikküste, ein bisschen im Berg hoch, wo es ein bisschen kühler ist im Sommer, und da haben die reicheren Lissabonner Anfang des 20. Jahrhunderts so Villen und Schlösschen hingebaut, und da wollen wir heute hin. Atlantik da hinten. Schätzungsweise, also wir vermuten, dass es Richtung Cabo da Roca ist, also zum westlichsten Teil Europas. Ist wahrscheinlich da hinten. Also hinterm Nebel. Hinterm Nebel wäre jetzt der Atlantik. Genau. Also wir sind ja im Jena-Palast, das ist der ehemalige Königspalast, und so langsam lichtet sich auch der Nebel hier oben und man sieht auch ein bisschen was. Das ist wirklich total hübsch hier. Das war ein altes Kloster und das war bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts oder so Königssitz
Was hier faszinierend ist, ist, dass es halt im maurischen Stil so ein bisschen ist, dass es ganz bunt ist und ganz viele Kacheln, unterschiedliche Kacheln. Und ja, es ist total hübsch. Also es ist echt ein Träumchen und ich kann es verstehen, dass die Königs hier gewohnt haben. Ich wäre hier auch hergezogen, glaube ich. Du noch was? Das Kloster war um 1500 gegründet worden und später wurde es aber dann durch das Erdbeben von Lissabon 1755 mit zerstört, hier oben das Kloster. Und danach hat Ferdinand II. 1836, glaube ich, bis 60 hier dann den Palast draufbauen lassen. Und der Wandelgang innen ist eben erhalten geblieben oder integriert worden und ganz viel drumherum gebaut worden. Was man allerdings beachten muss, wenn man hierher kommt, ist, dass es echt voll ist. Also da braucht man ein bisschen Nerven. Eigentlich ist das nicht so ganz unseres. Du lässt halt jede Menge Kohle, um hierher zu kommen. Also, aber gut, Geschichte kostet einfach auch Geld und muss ja auch instand gehalten werden. Insofern ist es auch okay. Wir sind jetzt hier am Asenhas do Mar oder so, weil Portugiesisch ist immer noch nicht viel besser geworden. Und das ist jetzt eine schöne Erholung nach dem Sintra 1000 Menschen, Touristenchaos hier am Atlantik zu stehen und das Meer zu hören und zu sehen und zu riechen. Das tut gut. So kurz vorm Sonnenuntergang. Aber es ist Winter und es ist frisch. Der Wind ist kalt. Das Asenhas do Mar ist so ein bisschen der Badeort für die Einwohner von Sintra. Und die Einwohner von Sintra sind ja eigentlich die reichen Lissabonner. Also ist das hier quasi der Badeort für die Lissabonner. Das sind 14 Kilometer von Sintra und hier ist halt das Meer. Und Sintra ist ja oben auf dem Berg. Und deswegen ist das hier so der nächstgelegene Badeort für die Menschen hier. Wir haben gerade was von einem Lost Place gelesen im Internet und da wollen wir jetzt mal hinfahren. Den wollen wir uns mal angucken. Der ist irgendwie auf dem Berg oben und ist ein bisschen außerhalb. Wir haben jetzt von Freunden ihren Mietwagen bekommen, weil die den gerade heute nicht brauchen. Genau, da fahren wir jetzt mal hin. Ich bin echt gespannt, wie das aussieht da oben. Was sagst du jetzt? Ich versuche gerade noch was drüber rauszukriegen. Wir sind am Panoramico de Monsanto und das ist so ein verlassenes Restaurant von 1968. Muss man einen super schönen Blick über den Techo haben. Ja, cool. Schade. Geile Location. Ist kalt. Also das hier ist von Fils, heißt der. Und der macht Kunstwerke aus, also mit Putz. Der schlägt den Putz ab und macht es dadurch dreidimensional. Da gibt es ganz viel davon in der Stadt und ich finde das mega, weil wenn du direkt davor stehst, siehst du nicht, um was es geht und du musst wirklich ein bisschen Abstand haben und je weiter du weggehst, umso dreidimensionaler wird dieses ganze Ding. Also ich finde es mega, finde das toll. Dieses ehemalige Restaurant ist gleichzeitig auch ein Miradouro und da gibt es ja eine ganze Menge davon oberhalb von Lissabon und ich liebe das, abends dort zu sein und über die Stadt zu gucken. Wenn wir jetzt hier drüber gucken, dann sehen wir hier hinten den Flughafen. Dahinter ist dann die Brücke von Vasco da Gama. Dahinter ist dann auch die Parque de Nações, die Marina, wo wir liegen und direkt hinter Marion, also
Dort, wo ich jetzt hingucke, da ist so die große rote Brücke. Na, was geht dir durch den Kopf? Oh, ich stelle mir gerade vor, hier auf einer Party zu sein. 1968. Ja. Wir sind in der LX Factory und das hat so ein bisschen was von so ein alternatives altes Fabrikviertel mit Restaurationen und Start-ups und schöne Stimmung, gefällt mir. In den einschlägigen Reiseführern findet man natürlich ganz andere Hinweise als das, was wir euch jetzt gezeigt haben. Das sind unsere ganz persönlichen Highlights. Das ist nur ein ganz kleiner Ausschnitt. Marion hätte locker für eine zweite Folge noch Material. Falls ihr mehr über einzelne Locations wissen wollt, dann schreibt gerne in die Kommentare rein. Die werden wir natürlich gerne beantworten. Aber Segeln. Ihr wollt wahrscheinlich eher Segeln sehen. Nächste Woche gibt es wieder uns auf dem Wasser. Wir machen das nächste Mal Hafenmanöver. Wir zeigen euch unsere Lieblingsmanöver, wie wir zu zweit mit kleiner Crew eben gut anlegen können. Und wir zeigen euch, wie man Leinen wirft, was das Manöver zu zweit nochmal erheblich vereinfacht. So, prima, dass du bis hier dabei warst. Vielen Dank. Und ja, share, like und comment. Folge uns auf den sozialen Kanälen. Da sind wir ein bisschen aktueller für dich zu sehen. Ansonsten hier bitte abonnieren und kommentieren und liken und wir freuen uns, dass du dabei bist und bis zum nächsten Mal.